Neues Wohnmobil, neues Stromsetting und zwar alles in Kombination mit Powerstation. Wie das alles funktioniert, welche Bestandteile es gibt, all das in diesem Video. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute stehen wir drinnen in meinem neuen Wohnmobil. Jetzt sagt ihr, Wohnmobil? Hat's da noch nichts drinnen? Für die, die es nicht wissen, genau darum geht es mir bei diesem Fahrzeug. Das ist ein bisschen speziell, ein bisschen gaga, denn wir bauen Möbel aus Textilien und Stoff. Und die haben den riesen Vorteil, dass sie sehr, sehr leicht sind und natürlich auch mega flexibel. Das bedeutet, ich kann einmal die Küche hierhin bauen, ich kann sie einmal hierhin bauen, je nachdem, wie ich sie halt gerade brauche. Vielleicht baue ich sie auch mal dort, je nachdem, wie ich gerade unterwegs bin. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass ich ganz besondere Anforderungen an die Infrastruktur habe. Denn ich brauche dann, wenn ich die Küche hier habe, auch natürlich mein Zuwasser und Abwasser. Oder wenn ich sie hier habe, genauso. Auf der anderen Seite will ich dort aber auch meinen Strom haben, weil ich da vielleicht gerade meine Kaffeemaschine bedienen möchte. Und genau darum soll es heute gehen, um den Strom. Denn auch das ist nicht normal. Denn ich kombiniere die alte mit der neuen Welt. Ich habe eine ganz normale Aufbaubatterie hier verbaut. Also ganz normal ist sie auch nicht. Ich habe eine Aufbaubatterie verbaut und die kombiniere ich hier mit einer Powerstation. Und ich möchte zum Beispiel auch die 230 Volt Steckdosen, die hier verbaut sind, über den Wechselrichter der Powerstation bedienen können. Also das klingt alles ein bisschen wild, das ist für mich auch immer noch ein bisschen Magic, aber genau darum geht es jetzt im ersten Teil. Ich erkläre euch mal, was habe ich denn überhaupt vor und wie soll das alles funktionieren, wie hängt das alles zusammen und dann sprechen wir mit einem Experten darüber, wie das hier alles eingebaut wurde, damit das überhaupt alles funktioniert und auf was man alles achten muss. Und zu guter Letzt gucken wir dann, ob es auch funktioniert, ob der Plan aufgeht oder nicht. Ich bin schon sehr gespannt, freue mich da riesig drauf und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Also, wie ist das hier eigentlich alles gebaut und wie ist es vorgesehen? Ganz einfach. Unter dem Fahrersitz befindet sich eine 320 Ampere-Stunden Batterie. Also mal so richtig fett. Addieren kann ich das, sollte mir das nicht reichen, mit einer Powerstation. Und das kann ich natürlich total flexibel gestalten, je nachdem, was ich da eben mitnehmen möchte. Und warum ich das haben möchte, ist, weil ich natürlich als Fan4Van auch immer ganz viele Autos teste und daher auch immer ganz gerne in die Testfahrzeuge meine Powerstation mitnehme, weil ich mir dann zum Beispiel meinen Kaffee machen kann etc., weil in Testfahrzeugen in der Regel keine Wechselrichter verbaut sind. So, wenn wir schon beim Thema Wechselrichter sind, kommen wir noch zu den Steckdosen. Ich will natürlich trotzdem überall im Fahrzeug fest verbaute Steckdosen haben, damit ich nicht immer an die Powerstation ran muss. Jetzt habe ich hier zum einen 230 Volt und zum anderen 12 Volt. 12 Volt fand ich auch super spannend, war der Tipp von Micha hier, von Mika Karaman. Der hat gesagt, bau dir einfach die Autosteckdosen ein und keine USB-A oder USB-C Steckdosen. Denn das Problem ist, und da hat er schon recht, das ändert sich halt ständig. Und ich habe auch immer unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, ich kann jetzt die Steckdose damit bestücken, was ich brauche. Egal, ob ich einfach nur ganz einfach mein Handy lade oder ob ich mal ein bisschen mehr Bums brauche und zum Beispiel mein Laptop lade, das natürlich auch über USB-C mittlerweile funktioniert. Aber da brauche ich wieder mehr Strom. Deswegen haben wir da zum Beispiel darauf Wert gelegt, dass hier die Verbindungen überall mit ordentlich dicken Adern gelegt sind. Dazu kommen wir aber dann gleich im nächsten Teil. Mir geht es jetzt erstmal darum, euch zu zeigen, warum ich wie was angedacht habe. So, dann ist es so, dass ich hier noch was Besonderes drunter verbaut habe. Und zwar geht es hier um das Warmwasser. Ich habe hier eine Warmwassertherme und die funktioniert elektrisch, weil ich das Warmwasser eigentlich nur zum Duschen brauche. Und deswegen ist das noch nicht so überarg anstrengend. Zudem finden sich hier übrigens auch die Sicherungskästen, da kommen wir nachher nochmal dazu. Und jetzt ist das eine, jetzt wissen wir, okay, wie viel Speicher habe ich dabei. Wir wissen, wo entnehme ich überall den Strom, aber jetzt ist natürlich auch nochmal spannend, wie komme ich denn an den Strom? Und da ist auch wieder ganz klar, einmal beim Fahren über die Lichtmaschine. Ich habe zum Beispiel noch überhaupt kein Solar hier oben drauf. Und das andere ist dann natürlich, dass ich auch über Landstrom anschließen kann. Und das ist dann mir auch wieder wichtig gewesen, wenn ich am Landstrom hänge oder wenn ich fahre, dann soll natürlich entsprechend alles verfügbar sein an Strom, aber auf der anderen Seite auch meine Speicher wieder geladen werden. Das bedeutet, ich möchte ganz easy, wenn ich am Landstrom bin, dass zum Beispiel meine Powerstation geladen wird, aber eben auch oder nur die Aufbaubatterie. Wenn ich fahre, dasselbe. Wenn die Lichtmaschine Strom generiert, dann möchte ich, dass meine Aufbaubatterie geladen wird und ich eventuell sogar meine Powerstation mitladen kann. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt wird das alles ein bisschen komplexer und komplizierter. Und deswegen würde ich sagen, holen wir uns jetzt den Experten dazu und der soll uns mal ein bisschen erklären, wie sie das denn hier alles gemacht haben.
Da ist er jetzt, der Micha von Mika Caravan. Ihr habt ja jetzt nicht nur den Strom gemacht, das muss man gleich mal fairnesshalber dazu sagen, sondern ihr habt eigentlich den gesamten Ausbau des Fahrzeugs gemacht. Wir werden da noch ganz viel mehr sehen, da gibt es ja noch ganz viel mehr Videos jetzt dann gleich. Aber wir fangen mit der Stromgeschichte an. Ist ja auch das Komplexeste. Es ist am Ende, naja, für mich ist die Wasserthematik auch noch sehr komplex, aber gut. Aber ja, für mich ist es totales Magic. Ja. Und jetzt sitzen wir mal hier vorne. Was haben wir denn hier alles verbaut? Hier haben wir einmal einen WCS-Akku verbaut mit 320 Ampere-Stunden und dazu haben wir einen Ladebooster verbaut von WCS. Warum ist der von WCS? Warum verbauen wir den gern? Weil die Schwierigkeit ist, bei den neuen Fiat Ducatos haben wir überall intelligente Lichtmaschinen, die vermeintlich eigentlich dumm sind, weil die während der Fahrt permanent abschalten. Das macht man einfach, um Emissionen zu sparen. Wir wissen alle um die Thematik und um die Emissionen zu erreichen, muss man einfach verschiedene Dinge dann abschalten, weil die so straff geregelt sind, dass da entsprechend die Lichtmaschine ausgeschalten wird. Und wir können mit dem Lademotor... Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Das bedeutet, die Starterbatterie wird nicht immer voll geladen aus diesem Grund, weil er eigentlich eine Grundladung reicht, um den Motor wieder zu starten, was uns aber zum Verhängnis wird, wenn wir zum Beispiel bei Kälte länger stehen oder sowas zum Beispiel, ne? Ganz genau. Das ist die Schwierigkeit, dass die Starterbatterie nie mehr 100% vollgeladen wird, weil während der Fahrt die Lichtmaschine abschaltet. Somit liegen die immer so bei 70-80%. Ich habe sogar schon Kunden, die durch die Start-Stopp-Technik stehen geblieben sind, weil an der Ampel das Auto ausgeschaltet hat, aber leider nicht mehr angesprungen ist. Macht ja auch Sinn, weil dann verbrauche ich wirklich, also erzeuge ich kein CO2 mehr. Genau, das ist voll geil. Voll verständlich. Der Booster jedenfalls, mit dem können wir das Ganze so ein bisschen überlisten. Der hat einen sogenannten Anschluss für einen Multitaster. Da können wir an eine bestimmte Stelle hingehen, wo wir die ganze Thematik einmal unterbrechen und somit die Lichtmaschine dazu zwingen, zu laufen und zu arbeiten und das zu tun, was sie tun soll. Und das zwar permanent, ohne dass sie abschaltet. Und das ist das Geile, weil jetzt wird nämlich auch der Akku wieder vollgeladen und auch die Starterbatterie wieder richtig vollgeladen. Also, okay, das habe ich schon mal kapiert, deswegen haben wir dieses kleine Kistchen. Genau. Die 320 Ampere hier unterm Sitz, das ist eine Standard-Untersitzbatterie oder wie man sie auch immer nennt? Das ist eine, ja, Standard, will ich jetzt nicht ganz sagen, das ist schon sehr, sehr gute, qualitativ gute Batterie. Es gibt ja auch verschiedene Zellentypen, Typen A und B. Das ist Zellentyp A und hat innen drin noch Heizfliese. Das wäre jetzt in deinem Fall nicht so unbedingt notwendig, weil es im Innenraum verbaut ist. Aber vom Grundsatz her eine sehr, sehr gute Batterie, die halt langlebig ist, viele Zyklen aushält, teilweise bis 4.000, 5.000 Ladezyklen und das ist halt schon richtig geil. Ihr verbaut ja generell, glaube ich, viel WCS und wenn einer da mehr Interesse hat, dann kann er auf deinen Kanal gehen, da sieht er das alles so explizit. Weil ich bin ehrlich, für mich ist eine Batterie, da wirst du mich jetzt gleich schlagen, eine Batterie. Mir ist völlig wurscht, von wem die ist und wie die ist. Hauptsache, sie funktioniert. Aber ich vertraue da jetzt einfach mal drauf, dass das richtig gutes Zeug ist. Hier haben wir noch einen ganz wichtigen Aspekt im 12-Volt-Bereich. Im 12-Volt-Bereich unterschätzen viele leider Gottes immer die Ampere, die wir durch so ein Kabel durchschicken. Ampere ist die Stromstärke und das ist das, was die Reibung erzeugt und Wärme erzeugt. Und darum ist ganz wichtig, wenn wir so 12-Volt-Steckdosen verbauen, wo wir auch USB-C-Adapter und so weiter reinmachen, dass wir richtig dicke, fette Kabel nehmen, damit wir auch wirklich unsere geforderten 100, 150 Watt aus so einer Steckdose rausziehen können, ohne dass hier irgendwelche Übergangswiderstände, Wärme oder sonst was entsteht und das sauber und ordentlich funktioniert. Und darum muss jedes Kabel wirklich berechnet werden von der Leistung her und dementsprechend auch dann verlegt werden. Hier haben wir nur ein bisschen Aufarbeitungspotenzial, weil ich habe ja so unendlich viel Zeit gehabt bei deinem Auto. Ich sage mal, 6 Tage Zeit für einen kompletten Ausbau, das musst du erreichen. Ja, das reicht vollkommen. Also das wird hier nur ein bisschen anders ausschauen, wenn es fertig ist final, weil nur ein paar Beschriftungen fehlen, wird alles nur ein bisschen schick gemacht. Nur, dass du halt dann auch sauber durchblickst, welche den Sicherungen, was da was ist. Das weiß ich bei euch, aber das war mir allein so wichtig auch nochmal zu zeigen, weil das ist genau der Grund, warum ich unter anderem das immer gerne von Experten machen lassen möchte, weil dieser Querschnitt allein zu berechnen von den Kabeln, da gibt es Rechner und so weiter, aber du darfst es halt nicht verkacken, weil das zündet am Ende dein Wohnmobil an und das ist wirklich so, im wahrsten Sinne, und das ist gefährlich. Ja, also vielen Dank, dass du uns das auch nochmal gezeigt hast. Sehr gern. Und jetzt haben wir aber gesagt, das alleine reicht uns ja nicht, was wir hier haben, ne?
Also weil, anders formuliert, ich habe jetzt noch keine 230 Volt zum Beispiel. Genau, jetzt haben wir 12 Volt, jetzt haben wir natürlich keine 230 Volt und die müssen wir ja dann aus dem Strom auch irgendwie erzeugen. Bei dir haben wir das ein bisschen anders gelöst mit einer Einbindung von einer EcoFlow. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, dazu erklärt dir der Marc am besten mehr, weil er ist mein Werkstattleiter und die Koryphäe, was Einbindung EcoFlow betrifft. Ich weiß zwar, wie es funktioniert, aber er hat die richtigen Worte dafür. Ja, voll cool. Dann suche ich mir jetzt einen Marc und dann soll der uns das erklären. Denn normalerweise, so wie ich es früher gehabt hatte, wäre dann hier der Wechselrichter gewesen von wem auch immer. Wahrscheinlich genau. WCS oder Victor, was es da Egal. alles gibt. Und der wäre dann dafür zuständig, dass in meinen 230 Volt Steckdosen 230 Volt läuft, wenn ich nicht am Landstrom hänge. Aber das machen wir jetzt anders und dafür suche ich mir einen Marc. Danke dir schon mal, Micha. So, und da ist jetzt der Marc. Marc, du übernimmst jetzt und du erklärst uns jetzt die Einbindung der EcoFlow. Das ist ja auch nochmal echt ein Kapitel für sich und gar nicht so unkomplex, zumindest für mich. Für mich ist das totale Magie. Wir fangen mal ganz vorne an. Also, da steht es jetzt, das ist einfach. Aber am Ende spielt es ja auch sogar mit der Aufbaubatterie wieder zusammen. Ja, genau. Wie hängen die denn zusammen? Also wir benutzen einen EcoFlow Booster und den schließen wir so an, dass die Aufbaubatterie quasi die Startbatterie ist, die eigentlich als Startbatterie angeschlossen wird an den Booster. Aber wir schließen das so an, dass wir den Strom der Aufbaubatterie quasi hin und her schieben können. Das heißt aber, ich habe jetzt vorher bei Micha gelernt, dass der Ladebooster, der ja vorne von WCS verbaut ist an der Batterie, der kümmert sich um die Starterbatterie. Richtig. Also das heißt, ich kann eigentlich bis ganz vor immer hin und her schieben. Ja, also indem wir schauen, dass die Aufbaubatterie geladen ist mit dem EcoFlow Booster, wird auch automatisch der WCS Booster die Startbatterie voll halten. Das ist ja mega. Okay, also da haben wir das schon mal geklärt. So, und jetzt haben wir aber dieses Thema 230 Volt zum Beispiel. Und da haben wir auch immer dieses Thema mit ET-Netz und Powerstation im Wohnmobil integrieren. Das polarisiert wie die Sau. Wie habt ihr das gemacht und worauf muss ich jetzt als User auch achten? Also du selber eigentlich auf gar nichts, denn wir benutzen einen speziellen Kasten, der von selber alles schaltet, so dass du ein TN-Netz hast, was du mit der EcoFlow brauchst. Genau, um dann auch abgesichert zu sein, dass der FI auch funktioniert. Okay, also das bedeutet jetzt nochmal für die sich da gar nicht auskennen, das Problem ist, mal ganz salopp, und du musst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, das Problem an dieser Powerstation ist, wenn ich da jetzt meine Kaffeemaschine anschließe und da gibt es irgendwie ein Problem, warum auch immer, völlig egal, wir wären jetzt sehr theoretisch, aber wenn ich dann als Mensch da irgendwie einen Stromschlag abkriegen würde und würde dann noch mit einem nassen Fuß irgendwo, das ist sehr theoretisch, dann würde die nie abschalten, weil da eigentlich sowas wie dieser FI-Schalter nicht drin ist. Das bedeutet, ich würde einen Stromschlag kriegen, was wir ja nicht wollen. Ja, also maximal würde sie bei Überlast abschalten, aber dann wäre es schon fast zu spät. Ja, genau. Also wir wollen, dass die früher abschaltet. Ja. So. Das heißt, das habt ihr damit integriert. Das bedeutet, das ist schon mal wichtig, alles, was ich mache, ich stecke 2 Stecker an. Einmal, damit sie geladen wird und das Management quasi verwendet werden kann. Und auf der anderen Seite, nee, es ist eigentlich noch falsch. Einmal, dass sie geladen wird und dann stecke ich das Management an und ich stecke quasi wieder die Verteilung auf die 230 Volt Steckdosen an. Richtig? Also ich habe drei Parts. Ja, du hast 230 Volt Eingang zum Laden später auch, wenn wir Landstrom anstecken. Und natürlich einen Ausgang. Und dann nochmal den Ladebooster, also der EcoFlow Ladebooster hat auch einen eigenen Stecker. Genau. Und jetzt hast du es gerade angesprochen, wenn ich am Landstrom hänge. Ist sie dann da auch noch mit involviert? Also der Ausgang der EcoFlow wird weggeschalten, aber sie lädt. Also das ist ja dann wichtig. Wir wollen ja dann eine Ladung. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Das heißt, dann habe ich wieder automatisch 230 Volt vom Landstrom. Die wird aber trotzdem über den Landstrom weiterhin geladen. Und ich kann dann ja auch sagen, wenn die voll ist, kann ich aber auch den Strom wieder weitergeben an die Aufbaubatterie. Ja, das ist richtig. Mit dem Booster, das kann man im EcoFlow Booster selber ein bisschen einstellen. Wie du das haben willst. Willst du den Strom eher in die Aufbaubatterie geben oder in der EcoFlow haben? Genau. Und im Prinzip hast du auch eine Landstrombegrenzung, denn du kannst ja frei bestimmen bei der EcoFlow, wie viel Strom soll sie nehmen. Also nochmal zusammengefasst, das bedeutet, ich kann beim Fahren des Fahrzeuges die Starterbatterie laden, selbstredend. Ich sorge aber dafür, dass die auch immer gut geladen ist durch den Ladebooster von diesem WCS, was wir da vorne gesehen haben. Ich lade gleichzeitig beim Fahren die Aufbaubatterie unter meinem Fahrersitz. Und wenn ich den möchte und noch überschüssige Energie habe, lade ich auch noch meine Powerstation mit auf. Das heißt, wenn ich dann
meinen 230 Volt brauche, hilft mir erstmal die WCS erstmal gar nicht, weil die hat noch keinen Wechselrichter. Dazu brauche ich die. Also wenn ich die nicht mitnehme, habe ich auch keine 230 Volt, wenn ich nicht am Landstrom hänge, richtig? Doch, wenn du am Landstrom bist, hast du Genau, Strom. genau. Ja. Dann habe ich immer Strom. Wenn ich jetzt aber nicht, also wenn ich autark stehe, habe keinen Landstrom, habe die Powerstation nicht dabei, habe ich natürlich keine 230 Volt, weil der Wechselrichter ja hier drin ist. Aber wenn ich dann autark stehe und ich habe die Powerstation dabei, dann habe ich 230 Volt, wenn ich sie hier einschalte, überall in meinem Fahrzeug und beziehe dann den Strom sowohl von der Powerstation als auch, wenn ich den dann brauche, von der Aufbaubatterie. Das ist abgefahren, Leute. Das ist schon ein bisschen weird und macht ihr sowas standardmäßig? Nee, das ist schon ein bisschen speziell, oder? Ja, doch. Also wir bauen das schon standardmäßig ein. Also ich finde, es macht auch mega Sinn, weil einmal habe ich ein redundantes System. In gewisser Weise zumindest. Ja. Also ich habe es nicht redundant, was den 230 Volt betrifft. Wenn mir die Powerstation ausfällt und ich nicht an Landstrom bin, dann habe ich nur noch 12 Volt. Ja. Das ist die einzige Einschränkung. Dann gibt es halt keinen Kaffee. Ja, das wäre für mich fatal, aber dann gibt es für mich auch keinen Sinn mehr, an dem Ort zu bleiben. Ja. Dann fahre ich weiter. Und ansonsten ist alles redundant und das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Und es ist für mich als User super simpel, weil ich kann in der App alles einstellen und hin und her switchen. Wenn ich an Landstrom bin, habe ich den Strom. Also ich kann da nicht viel falsch machen. Das ist ziemlich geil. Also insofern ist die mega integriert und ich weiß, jetzt sagen ganz viele, nee, aber jetzt steht die da voll im Weg. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, weil die wird einmal da stehen, einmal da. Das ist wieder dieses Möbelthema. Das hat überhaupt nichts jetzt mit der Batterie zu tun. Das könnt ihr dann machen wie Brezenbäcker. Und das ist ja am Ende auch völlig wurscht, bei welchem Fahrzeug, ne? Ja, eigentlich schon, genau. Ja, sehr cool. Marc, dann erstmal vielen herzlichen Dank. Ja. Muss ich noch irgendwas beachten oder fahre ich jetzt einfach los? Eigentlich kannst du losfahren. Dann fahre ich jetzt los und teste mal, ob das auch wirklich so funktioniert, wie wir es uns in der Theorie vorgenommen haben. Das bedeutet, ich probiere das Laden beim Fahren, ich probiere das Laden am Landstrom und ich probiere vor allem das Entnehmen, wenn ich mir einen Kaffee ziehe. Und damit mache ich mich auf den Weg und probiere die Ladung mal während des Fahrens, also mit der Lichtmaschine. Und das funktioniert ganz einfach. Ich kann steuern, ob ich über die Ladung meine Powerstation aufladen möchte oder wenn ich umschalten würde auf Reverse Charge Modus, dann würde ich die Aufbaubatterie unterm Sitz laden. In dem Fall lade ich jetzt meine EcoFlow und da sieht man mal, wie die Powerstation geladen wird. In dem Fall mit um die 560 Watt während der Fahrt. Ich will nur noch ganz kurz sagen, welche Geräte ich in meinem ganzen Setup verwende. Und das ist bei der Powerstation die EcoFlow. EcoFlow deshalb, weil ich in dieser ganzen Bubble schon gefangen bin. Ich habe schon eine Menge EcoFlow-Geräte seit Jahren, habe damit ehrlicherweise sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen bin ich einfach in dieser Bubble geblieben, denn dann habe ich alles in einer App etc. pp. Das ganze Ding hier ist eine Delta 3 Max Plus, also das ist die neueste Version. Sie hat über 2000 Wattstunden und das soll mir dann ordentlich helfen hier in diesem Kasten. Generell sei aber gesagt, am Ende ist es natürlich völlig wurscht, welche Powerstation du verwendest. Wie gesagt, ich habe halt jetzt mit EcoFlow recht gute Erfahrungen gemacht. Schreibt ihr gerne in die Kommentare, mit welchen Systemen ihr sehr gute Erfahrungen gemacht habt. Und wenn ihr darüber noch sehr, sehr viel mehr wissen wollt und so richtig ins technische Detail gehen wollt, dann würde ich euch sagen, schaut einfach mal beim Togi vorbei, denn der nimmt diese Teile immer reihenweise auseinander und gibt euch da ganz, ganz viel Informationen zu. Aber so ein paar Specs, die haue ich euch noch um die Ohren. Sprechen wir erstmal über die Ladung. Ich kann mit AC laden und zwar mit bis zu 2300 Watt Eingangsleistung. Das würde bedeuten 0 auf 80% in 47 Minuten. Ich kann mit dem Generator laden und mit Solarladung und das jeweils mit 1000 Watt und gekoppelt sogar mit bis zu 2000 Watt. Und mich interessiert auf der anderen Seite natürlich der Wechselrichter. Wenn ich den aktiviere, dann habe ich eine AC-Ausgangsleistung mit bis zu 3000 Watt, mit dem X-Boost-Modus sogar bis zu 3900 Watt bei einzelnen Geräten. Und das wiederum sollte ja heißen, dass ich meine Kaffeemaschine betreiben kann. Gesagt, getan, ich stehe autark, habe meinen Wechselrichter aktiviert, gehe dann über die Steckdose einfach im Fahrzeug und siehe da, mit meinem neuen Siebträger, den ich gerade ausprobiere, funktioniert das alles tadellos und deswegen habe ich mir gedacht, übertreibe ich es doch noch einfach mal ein bisschen. Um das System noch weiter herauszufordern, habe ich gekocht. Ja, ihr seht richtig, ich habe mir einen Nudelauflauf zubereitet im Airfryer bei 180 Grad, 19 Minuten und siehe da, das Ergebnis kann sich zeigen lassen und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat sogar geschmeckt. Worauf ich bei der Powerstation Wert lege, ist, dass ich es regeln kann, mit wie viel Watt geladen wird, denn dadurch kann man die Geräusche der Lüfter beeinträchtigen und das ist ja gerade beim Schlafen zum Beispiel durchaus interessant und das kann man hier wunderbar in der App entsprechend einstellen. Diese ganze Autarkie hat natürlich seinen Preis. Die Powerstation inklusive Wechselrichter etc. kostet 1.499 €. Die WCS-Batterie unter dem Fahrersitz mit 320 Ampere-Stunden kostet 3.699 €.
Dazu kommen am Ende noch die gezeigten Booster und natürlich der Einbau. Das Charmante an dem System ist aber, dass du peu à peu aufrüsten kannst und das sollte man bei der Überlegung berücksichtigen. Ja, dann sprechen wir mal über mein erstes Fazit. Erstes Fazit deswegen ganz einfach, weil ich erst seit 4 Tagen mit dem System unterwegs bin und das ist natürlich noch nicht so aussagekräftig. Da werden wir auf alle Fälle nach einem halben Jahr oder Jahr noch mal ein Video drehen, wenn ich wirklich viel mehr Erfahrung sammeln konnte. In diesen 4 Tagen war ich bisher absolut begeistert. Ich hatte zu jeder Zeit überall sämtliche Formen von Strom. Also sämtliche Formen von Strom im Sinne von 12 Volt oder 230 Volt. Und was ich sagen kann, ist, dass alles super miteinander funktioniert und harmoniert. Also im Sinne von, wenn ich fahre, lade ich sämtliche Systeme bei mir im Fahrzeug auf. Wenn ich autark stehe, kann ich sämtliche Systeme verwenden. Also das bedeutet, wenn ich in der Powerstation ein bisschen weniger Saft habe, dann gebe ich einfach von der Aufbaubatterie wieder Saft an die Powerstation zurück, dass ich über 230 Volt alles Mögliche bedienen kann. Also all das ist wirklich richtig cool. Und da muss man aber auch generell dazu sagen, für mich im Fahrzeug verändern sich einfach die Verbraucher auch zunehmend. Das halt bedeutet, wenn ich früher sehr viel 230 Volt gebraucht habe, zum Beispiel um meinen Laptop aufzuladen, dann ist das heute nicht mehr der Fall, denn heute kann ich das einfach mit 12 Volt und USB-C aufladen. Und insofern, für was brauche ich noch 230 Volt? Ich brauche es halt dann doch, wenn ich mir meinen Kaffee machen möchte oder ich brauche es, wenn ich koche, weil ich kein Gas mehr im Fahrzeug habe und auch nicht mit Diesel koche oder etc. Und deswegen koche ich mit Induktion. Ich koche, muss man auch dazu sagen, aber nicht sehr viel. Ich bin immer alleine unterwegs. Also insofern ist es für mich auch wieder ein Setup, wo ich sage, passt perfekt, damit ihr so einen Anhaltspunkt habt für meine Espressi, wenn ich die Maschine aufheize, wenn ich das wirklich zelebriere. Dann brauche ich da maximal 2% meiner Powerstation, also nicht meines gesamten Stromspeichers, sondern nur meiner Powerstation, die ich hier dabei habe. Für wen ist also dieses System jetzt geeignet? Ja, auf alle Fälle für Leute, die einfach flexibel bleiben wollen und zwar in sämtlicher Hinsicht. Ich habe jetzt meine Powerstation on Board mit dem Wechselrichter und wenn ich jetzt ein anderes Testfahrzeug zum Beispiel ausprobiere, wenn ich in der Gartenlaube unterwegs bin, wenn ich irgendwie eine Bootstour mache, dann kann ich das dorthin immer mitnehmen. Auf der anderen Seite bleibe ich natürlich auch flexibel, was meine Kapazität betrifft. Aber auch mein Gewicht beispielsweise. Es hat aber mit Sicherheit auch Nachteile. Der Nachteil ist zum Beispiel, wenn du das so hast und in der Powerstation ist irgendwas kaputt und du musst die austauschen, dann hast du in dieser Zeit einfach alles nicht mehr in Anführungsstrichen. Du hast keinen Wechselrichter mehr, das heißt Kaffee und Kochen AD. Du hast keinen zusätzlichen Speicher mehr natürlich. Und du hast zum Beispiel auch keinen Laderegler mehr und keinen Anschluss mehr, wenn du mit flexiblen Solarzellen arbeiten möchtest. Also das muss man natürlich auch berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist der große Vorteil für mich, wenn ich jetzt die Powerstation herausnehme, warum auch immer, ob sie kaputt ist oder weil ich sie woanders einsetze, habe ich hier im Fahrzeug trotzdem immer noch ein super ausreichendes System, um damit voranzukommen, um die Heizung zu betätigen, also um einfach meine Basics im Fahrzeug laufen zu lassen. Und das, glaube ich, ist für mich persönlich alles super stimmig. Ich persönlich für mich habe gelernt, ich würde das niemals alleine in das Fahrzeug einbauen. Ich bin heilfroh, dass ich das mit Fachmännern gemacht habe und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig in diesem Video darauf hinzuweisen. Macht das bitte wirklich nur mit Experten. Wenn es um Strom geht, dann wird es nämlich leider schnell gefährlich. Hey, aber jetzt bin ich gespannt, was du von dem ganzen System haltest. Schreib einfach mal deine Meinung unten in die Kommentare. Das wird uns am Ende natürlich allen helfen. Vor allem den Betrachtern, die sich da selber erstmal eine Meinung zu bilden müssen. Umso mehr verschiedene Blickwinkel die auf diese Systeme bekommen, umso besser ist es für die. Und deswegen schon mal herzlichen Dank für deine Meinung. Und schreibt da auch gerne aus Erfahrungsberichten. Sagt mal ein paar Tipps, wie seid ihr unterwegs und wie handhabt ihr das mit dem Strom im Fahrzeug. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren und uns gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr natürlich Fragen habt, hey, auch immer sehr gerne damit in die Kommentare. Ich versuche dann alles so schnell wie möglich zu beantworten. Und was ich alles nicht weiß, da frage ich dann einfach die Jungs von Mika Caravan und die werden uns da mit Sicherheit auch nochmal hilfreich zur Seite stehen. Und wenn ihr jetzt sagt, boah Markus, vielen Dank für dieses Video, egal ob ihr sagt, ihr seid nachher mit so einer Art System unterwegs oder ob ihr sagt, oh, das ist überhaupt nichts für mich, dann allein hat sich dieses Video auch schon rentiert. Und deswegen würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Das ist für mich eine Motivation. Ihr könnt es auch boosten und ich habe es immer noch nicht gelernt oder hypen, ich weiß es nicht, euch kostet gar nichts. Für mich und meinem Kanal ist es super und das wäre für mich eine tolle Unterstützung. An der Stelle herzlichen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, egal mit welchem System an Bord auch immer ihr unterwegs seid, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wunderschöne Orte und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Darauf freue ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Markus. Ciao.